Herzlich willkommen in unserer Wählbar. Schön, dass Sie da sind. Ja, sehr gerne. Freut mich. Sie sind geimpft und machen sogar noch mal einen Strich drunter. Ist Ihnen wichtig, oder? Ja, und wäre wichtig, dass es jetzt noch mehr machen, damit wir einen entspannten Herbst und Winter kriegen. Was möchten Sie denn gerne trinken? Ich starte mal mit einem Wasser. Ute? Ja, mache ich mit. Bring ich. Herr Braun, wenn Sie für uns mal in den Spiegel schauen, was für eine Person sehen Sie da, wenn Sie da reinschauen? Naja, also ich bin nach wie vor ein Gießener Wahlkreisabgeordneter, der seine Heimat liebt und sich sehr, sehr für die Heimat einsetzt. Aber auf der anderen Seite 3 Jahre als Kanzleramtsminister und 8 Jahre an der Seite Angela Merkels im Bundeskanzleramt haben aus einem natürlich auch was gemacht. Sie haben so was Ruhiges, so was Beruhigendes. Man hat das Gefühl, Sie können sich eigentlich gar nicht aufregen. Ist das so oder täuscht das? Nö, das ist auch so. Und ich finde generell, das ist jedenfalls meine Lebenserfahrung, dass Aggression oder Panik oder was auch immer nie zum Ziel führt. Wir wollen jetzt gerne mal rausfinden, wie gut Sie an der Dartscheibe sind. Na, dann gehen Sie mal in Deckung. Sie sehen jetzt vor sich unsere wählbar Themendartscheibe. Keine Ziffern, sondern wir haben Themenfelder. Und zu jedem Feld, das Sie treffen, stellen wir eine entsprechende Frage. Ja, Afghanistan. eindeutig. Es gibt ja hier politische Kräfte, die die Erklärung nutzen, jetzt kommen wieder Massen von Flüchtlingen, es wird wieder, wie es vor ein paar Jahren schon war. Ihr Kanzlerkandidat hat gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Was ist so Ihre Prognose? Wie viele der afghanischen Flüchtlinge werden hier irgendwann vor den deutschen Grenzen stehen? Wir müssen sehr, sehr schnell eben jetzt bewerten, kann man humanitäre Hilfe in Afghanistan sicher weiter leisten. Fluchtperspektiven, Bleibeperspektiven im Land oder in den Nachbarländern zu schaffen. Das ist eben Aufgabe dieser UN-Organisationen und deshalb müssen wir die mit allen Möglichkeiten unterstützen, primär finanziell, aber auch diplomatisch, damit es regionale Möglichkeiten gibt, in Sicherheit zu kommen. Da hat Armin Laschet recht, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben ja auch viel aus 2015 gelernt, nämlich eben dafür zu sorgen, dass es allen andere Möglichkeiten gibt, als den gefährlichen Weg nach Europa anzutreten. Und fast. Es ist Klima. Das ist Klima. Wie viel teurer werden die fossilen Brennstoffe denn noch? Sie haben ja schon mal gesagt, ab 2021 werden wir das alle im Portemonnaie sehen und spüren. Das Ziel ist nicht, dass unser Leben teurer wird. Das Ziel ist, dass wir CO2-neutral leben. Das heißt, ich kaufe in Zukunft ein Auto, was sowieso viel weniger CO2 ausstößt. Ich kaufe in Zukunft eine Heizung, die sowieso sehr viel weniger CO2 ausstößt. Wir sagen, wir haben 2 Energiegrundlagen in der Zukunft, wenn wir keine fossilen Brennstoffe mehr verwenden. Das eine ist Strom aus regenerativen Energien und das zweite ist natürlich der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff. Wir müssen das vernünftig hinkriegen. 2045 ist im Hinblick auf das zu schaffen mit technologischer Veränderung ein ganz ehrgeiziges Ziel. Und im Hinblick aufs Klima ist es aber ein Zeitplan, der hoffentlich gerade noch genug ist, um Kipppunkte im Klima zu verhindern. Und jetzt gibt es eine Runde Bierdeckelbekenntnisse. Wir haben 10 Fragen auf Bierdeckeln. Das ist so eine Schnellfragerunde. Wir haben 60 Sekunden Zeit. Die Zeit läuft nach der ersten Frage. Wann schauen Sie morgens das erste Mal aufs Handy? Und die 60 Sekunden laufen jetzt. 6:45 Uhr. Ohne was können Sie überhaupt nicht leben? Smartphone. Was haben Sie handwerklich drauf? Viel. Welche Serie haben Sie als letztes rauf und runter geschaut? Blacklist. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen? Lange nicht. Welchen Traum wollen Sie sich unbedingt noch erfüllen? Weiter. Für wen schwärmen Sie heimlich? Ich mache mal weiter. Bei welchem Lied singen Sie immer ganz laut mit? Alles von Dire Straits. Was hat Ihnen an Corona gut gefallen? An einer Naturkatastrophe kann einem nichts gut gefallen. Wann schütteln Sie wieder Hände? Das denke ich im nächsten Frühjahr. Eine 11. Frage. Wie haben Sie mal gegen die Corona-Auflagen verstoßen? Leider ganz zu Beginn hier in Gießen, als wir an der Uniklinik waren und einmal in den Aufzug gestiegen sind, Volker Bouffier, Jens Spahn und ich. Die Dire Straits, für die schlägt Ihr Herz.
Würden Sie es musikalisch mal kurz für uns anstimmen? Ganz garantiert nicht, weil wenn ich eins nicht bin, dann musikalisch. Einmal gemeinsam, ich gebe vor. Du, 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 du. Das ist jetzt Dire Straits. Ah, fast, das war ein trauriger Versuch. Ja, und den wollte ich mir jetzt ersparen. Herr Braun, wir wollen Sie nicht aus der Wählbar entlassen ohne Absacker. Ich nehme an, schwarz ist drin, ne? Ja, schwarz ist drin. Schwarz ist drin. Was darf ich denn noch dazu tun? Ein bisschen grün, ein bisschen rot, ein bisschen gelb? Bisschen gelb. Bisschen gelb. Es ist natürlich so, dass sich CDU und FDP inhaltlich am nächsten sind. Zu wilde Mixgetränke sind auch gefährlich. Und wenn wir zu viele Interessengegensätze in einer Koalition vereinbaren müssen, dann heißt das nicht zwingend, dass das Land am besten nach vorne kommt. Dann sagen Sie uns doch bitte, wie schmeckt diese Koalition? Das ist eine interessante Frage. Im wirklichen Leben großartig, als Getränk schafft es wahrscheinlich nicht auf die Karte. Herr Braun, wir danken Ihnen, dass Sie bei uns in der Wählbar waren. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für den Drink.